Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Lektion von Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Mein Name ist Evi Steiner-Böhm und ihr seid hier bei mir im Atelier auf dem Wunderhof. Ich zeige euch heute das Wichtigste, was ihr zum Thema Gesichterzeichnen oder Porträtzeichnen, wie man auch sagt, wissen solltet. Für unser Thema Gesichterzeichnen braucht ihr 2 Bleistifte, einen HB und einen 4B. Ihr braucht ein bisschen einen stärkeren Zeichenkarton, dass man auch vielleicht mal gut radieren kann, ohne die Oberfläche kaputt zu machen. Ihr braucht das Foto von einer Person frontal gesehen. Ich habe hier das Foto von meinem Sohn Stefan. Ich habe den selbstverständlich um Erlaubnis gebeten, dass ich das veröffentlichen darf. Das müsst ihr auch bedenken, wenn ihr vielleicht Zeichnungen ausstellen wollt. Immer vorher die Person fragen, ob das recht ist. Dann braucht ihr Transparentpapier. Das schreibe ich euch in die Beschreibung vom Video, wo ihr das beziehen könnt. Und ihr solltet, weil das ein Kapitel für Fortgeschrittene ist, auf jeden Fall das Thema Bleistiftzeichnen schon mal durchgearbeitet haben. Oder ihr könnt halt einfach schon so gut zeichnen, dass ihr wisst, was ich meine. Ihr müsst diese Abstufungen von hell nach dunkel beherrschen. Ihr müsst auch wissen, wie man eine Kugel schattiert, also wie man diese sanften Übergänge herstellt und wie man eben hell-dunkel schattiert. Das braucht ihr für dieses Kapitel. Ja, was bei einem Gesicht ganz wichtig ist, ganz essentiell wichtig ist, das sind zunächst einmal die einzelnen Gesichtsteile und die möchte ich euch, bevor wir uns an das ganze Gesicht wagen, möchte ich euch ganz kurz zeigen, was ihr da beachten müsst. Bei den Augen, ich fahre das jetzt mit dem 4B nochmal stärker nach, bei den Augen müsst ihr aufpassen, dass der untere Teil immer flacher ist als der obere Teil. Dann haben wir immer auf der einen Seite so diesen Augenwinkel, die Tränendrüse. Und wenn eine Person ganz gerade schaut, dann ist es bei erwachsenen Personen so, dass die Iris im Auge immer unten und oben so halb versteckt ist, dass die also nicht vollständig sichtbar ist. Dann haben wir innen drin die Pupille und je nachdem, wie groß oder wie klein ihr die zeichnet, sieht der Blick dann stechend aus oder sanft aus. Also so eine ganz kleine Pupille, das, wenn Menschen so aggressiv schauen, haben die dann so ganz kleine Pupille, während wenn sie Freude haben oder wenn sie einfach entspannt sind, dann wird die Pupille ein bisschen größer. Und so wird halt auch dann euer Blick. Dann habt ihr immer ein Licht, wenn das jetzt von der Seite kommt, wie auf dem Foto vom Stefan, dann habt ihr immer ein Licht, das in dieser Iris oder in der Pupille auftrifft. Manchmal hat man auch so 2 Stellen, je nachdem wie viele Lichtquellen da sind. Und dann ist innen drin die Pupille ganz schwarz. Das könnt ihr mit dem 4B eigentlich relativ gleichmäßig ausfüllen. Außenrum haben wir immer so ein bisschen einen dunklen Rand. Das haben alle Augen, also auch die helläugigen Menschen haben außenrum diesen dunklen Rand. Und dann ist es so, das Lid wirft von oben auf das Auge ein bisschen einen Schatten. Und deswegen ist oben die Iris immer dunkler als unten. Das ist das eine. Und was viele nicht wissen, was ihnen vielleicht nicht auffällt, aber was man bei dem Foto vom Stefan ganz schön sehen kann, das ist, wenn hier das Licht auftrifft, dann ist die Iris auf der Seite, auf der entgegengesetzten Seite, ein bisschen heller als in der Lichtseite. Und das ist natürlich nicht üblich, ne, weil normalerweise hat man im Schatten die dunklere Seite und im Licht die hellere Seite, aber bei den Augen ist es tatsächlich umgekehrt. Das heißt, ihr müsst da auf der Seite ein bisschen heller bleiben als auf der anderen Seite.
Dann das Augenweiß, da verhält sich ganz ähnlich. Da ist immer unterhalb vom Lid ist das Augenweiß ein bisschen dunkler und da ist jetzt schon so, auf der Schattenseite ist es dunkler als auf der Lichtseite. Wird nach unten ein bisschen heller. Und da herüben kann man es ruhig relativ weiß lassen, aber auch zum Augenwinkel hin wird es ein bisschen dunkler. Dann habt ihr über dem Auge im Normalfall so eine Lidfalte und die ist bei den meisten Menschen nicht jetzt einfach bloß so ein Bogen, der gleichmäßig drüber geht, sondern wieder beim Stefan sieht man es ganz schön. Ne, manchmal geht es auch so ein bisschen runter. Es ist auf alle Fälle immer ein bisschen so gebogen, ist nicht unbedingt gleich. Dann haben wir unten, sieht man so diese, wo Frauen sich den Kajalstift reinmachen, sieht man so diese Leiste und die Wimpern, die gehen erst ab dieser Leiste los und sind auch ganz fein nur, also gerade jetzt beim Unterlid, und biegen sich unregelmäßig so ins Eck. Ihr seht von den oberen Wimpern, seht ihr im Normalfall höchstens so, ja, so dunkle Streifen, die so ein bisschen übers Auge drüber gehen. Und eigentlich sehr selten ist es, höchstens wenn Frauen sich die Wimpern so nach oben biegen, sehr selten ist es, dass man die Wimpern dann so nach oben gebogen sieht. So die typischen Fehler bei Anfängern ist es, dass die dann so ganz übertrieben krass oben die Wimpern hinmachen und das ist tatsächlich nie der Fall. Also wie gesagt, man sieht die, wenn dann nur ganz wenig. Gut, soviel zum Thema Auge. Bei der Nase ist es so, der Nasenrücken ist in der Regel ungefähr halb so groß wie dann die Nase unten, wo man die beiden Nasenflügel sieht. Und ihr braucht auch das Stück nicht mit einem dunklen Strich zu ziehen, sondern das entsteht eigentlich immer erst durch die Schattierung, indem man also von außen so an die Nase hin schattiert. Was wichtig zu beachten ist, bei erwachsenen Menschen geht die Nasenspitze immer so nach unten. Das heißt, von den Nasenlöchern bei erwachsenen Menschen sieht man in der Regel die Nasenöffnungen höchstens so halb. Ja, also nur Menschen, die so eine extreme Stupsnase haben wie kleine Kinder, da sieht man mehr von den Nasenlöchern. Und das ist halt auch so, wenn man das mal weiß, dann macht man das nie wieder falsch. Beim Mund ist zu beachten, dass da, wo innen drin so dieses Lippenbändchen ist, ne, wenn ihr mit der Zunge hochfahrt, dann spürt ihr, dass da eine Verbindung ist. Und da zieht sich der Mund immer so ein bisschen in der Mitte zusammen. Das ist bei den Menschen unterschiedlich, die manchen haben es rund. Da die Oberlippe hat natürlich eine unterschiedliche Form bei jedem Menschen, aber prinzipiell habt ihr immer diese Einbuchtung. Habt ihr immer so ganz leicht da so Vertiefungen, wo die Lippe so ein bisschen nach oben gezogen wird. Das ist auch, je nachdem wie der Mund halt ist, mehr ausgeprägt oder weniger ausgeprägt, aber das ist so das ganz Typische beim Mund. Die Unterlippe ist in der Regel ein bisschen breiter als die Oberlippe, also immer darauf achten, dass das oben ein bisschen schmäler ist. Ist eigentlich bei allen Menschen oder bei den allermeisten Menschen ist es so. Zur Nase hin sieht man so ein bisschen dieses Lippenbändchen. Ne? Das wird dann, je nachdem wie es beleuchtet ist, hat man dann so ein bisschen einen Schatten. Und was ihr beim Mund auch beachten müsst, die Oberlippe, wenn das Licht also von der Seite kommt, die Oberlippe ist in der Regel immer ein bisschen dunkler als die Unterlippe.
Und bei der Unterlippe hat man in der Regel ungefähr hier dann, ne, wo sich das so ein bisschen nach vorne wölbt, ungefähr hier hat man dann die hellste Stelle. Und den Strich so zwischen der Oberlippe und der Unterlippe, den kann man am Schluss immer noch ein bisschen betonen. Auch die Mundwinkel, die dann wieder dunkler werden. Genau. Und das ist so das Wichtigste, was ihr jetzt über die einzelnen Gesichtsteile im Moment wissen solltet. Ich zeige euch jetzt einen Trick, wie ihr von einem Gesicht eine Schablone machen könnt, weil das am Anfang, wenn man Gesichterzeichnen noch nicht so oft geübt hat, weil das halt unglaublich hilfreich ist, wenn man sich mit den Umrissen nicht mehr so abmühen muss und weil man an der Schablone halt leicht auch die Gesetzmäßigkeiten von einem Gesicht erkennen kann. Und zwar funktioniert das folgendermaßen: Ihr legt es drüber, notfalls auch festkleben irgendwo mit Tesa, dass es nicht verrutscht. Und dann zieht ihr mit dem HB oder mit dem 4B, wie ihr möchtet, zieht ihr so die wichtigsten Konturen von dem Gesicht auf dem Transparentpapier nach. Dann macht ihr Folgendes: Schreibt euch da oben hin, welche Seite die richtige Seite ist. Dann dreht ihr das Papier um und dann nehmt ihr den 4B und fahrt auf der anderen Seite alle Konturen mit dem 4B nochmal möglichst dick nach. Und da müsst ihr vielleicht dann ein bisschen so von der Seite hinschauen, dann sieht man schon schimmern, ob ihr alle Linien erwischt habt. Bis halt wirklich alle Linien auf der Seite mit dem 4B geschwärzt sind. Wenn ihr das habt, dann nehmt ihr den HB und jetzt definitiv den HB, weil der spitzer ist, weil man mit dem besser durchdrücken kann. Dann dreht ihr das Bild wieder auf die richtige Seite und dann drückt ihr jetzt die Konturen. Dürft ihr ruhig ein bisschen stärker jetzt aufdrücken, nicht zu stark, dass keine Kratzer ins Bild kommen, aber schon so, dass das auf der anderen Seite durchdrückt. Und ihr seht, dass die Konturen dann ganz korrekt, so wie das Gesicht ist, auf der anderen Seite durchgedrückt werden. Ihr habt jetzt den Abdruck, der genauso die Umrisse wiedergibt, wie das Gesicht vom Stefan tatsächlich ist. Man erkennt jetzt natürlich noch keine Ähnlichkeit, weil es nicht schattiert ist, aber ich möchte euch anhand von dieser schablonenartigen Zeichnung, möchte ich euch jetzt ein paar Tricks zeigen, wie ihr überprüfen könnt, ob eure Zeichnung stimmt. Ich lege das jetzt mal so drüber. Der meiste Fehler, der am häufigsten gemacht wird, ist, dass Menschen, weil die nur das Gesicht von einem Menschen wahrnehmen, wenn die zeichnen, dann zeichnen die zwar völlig richtig so diese eiförmige Kontur vom Gesicht, aber sie bedenken nicht, dass die Haare, dass die auch zum Kopf gehören. Und dann wären automatisch die Proportionen falsch. Weil wenn ich ein Gesicht, einen Kopf vom Kinn bis zum Scheitel messe, dann habe ich immer in der Mitte die Augen. Aber es gehört eben, die Haare gehören zum Kopf dazu. Und das vergessen die Menschen manchmal und deswegen zeichnen die ihren Kopf oft so wie das Gesicht und dann sind die Augen immer zu weit oben und dann stimmt es nicht. Beim Kopf vom Stefan sieht man das sehr schön. Wenn man den misst und nimmt die Hälfte, dann sind die Augen genau in der Mitte zwischen Kinn und Scheitel. Was dann später fürs Gesicht selber nützlich ist, das ist, wenn ihr euch das Gesicht dann in circa 3 Teile unterteilt, weil dann ist es so,
dass die Augenbrauen so das erste Drittel kennzeichnen. Ne? Die Stirn ist ungefähr ein Drittel vom Gesicht. Dann haben wir das zweite Drittel da zwischen Augenbrauen und ein bisschen oberhalb vom Mund. Und das dritte Drittel haben wir vom Mund bis unten zur Kinnspitze. Und die zwei Maße, also einmal die ganze Größe, die Hälfte sind die Augen und dann das Gesicht vom Haaransatz bis zum Kinn in 3 Teile teilen, ist eine gute Möglichkeit, sich zu helfen, dass das Gesicht richtig proportioniert wird. Dann haben wir noch weitere Merkmale, die bei allen Menschen gleich sind. Ich lege es jetzt noch mal ein bisschen weg. Und zwar ist bei allen Menschen zwischen den 2 Augen immer genauso viel Platz, so groß wie das Auge ist. Also eine Augenbreite passt immer zwischen 2 Augen. Und dann passt immer noch ein Auge nach links und nach rechts, bis da hinten, bis zum Ende vom Gesicht. Ich lege das nochmal drüber, dass ich es euch zeige. Man glaubt es immer oft nicht, ne? Die meisten machen den Abstand zu groß, aber es ist tatsächlich nur ein Augenbreit. Und da passt ein Auge, je nachdem natürlich, wie weit die Haare reingehen. Manchmal, wenn die Haare runterfallen, passt nur ein halbes Auge hin. Aber nehmt da einfach das Maß vom Auge und messt es dann ab. Dann ganz wichtig, vom Augeninnenwinkel, also von der Tränendrüse bis zum Nasenwinkel, geht so ein senkrechter Strich. Ja, das ist bei allen Menschen gleich. Die Nasenflügel gehen nicht weiter raus als der Augeninnenwinkel. Und was auch bei allen Menschen gleich ist, das kann ein bisschen variieren, je nachdem, ob jemand einen kleinen oder einen großen Mund hat. Aber im Normalfall, wenn ein Mensch gerade schaut, dann ist der Mundwinkel unterhalb der Augenmitte. Ich lege das nochmal drauf, dass man es auch vom Maß her nochmal sieht. Das ist tatsächlich eine ganz gerade Linie, die da runter geht. Und wenn eine Zeichnung falsch ausschaut, ist das immer die beste Möglichkeit zu überprüfen, habe ich meine Nasenflügel unterhalb der Augeninnenwinkel, habe ich die Mundwinkel unterhalb der Augenmitte. Dann, was auch viele Menschen falsch machen, das ist die Höhe der Ohren. Ich lege es nochmal auf die Seite. Die Ohren fangen in der Regel ungefähr auf Augenhöhe an und gehen dann so bis zwischen Mund und Nase ungefähr. Kommt auch wieder darauf an, bei Menschen mit großen Ohren geht es ein bisschen weiter runter. Aber das ist eben auch so ein Merkmal, dass man immer sagt, ungefähr auf Augenhöhe beginnen die Ohren. Der Hals, seht ihr auch, ist immer so in dem Bereich. Darf also auch nicht wesentlich dicker sein oder auch nicht wesentlich dünner, sondern immer halt auch aufpassen, dass der Hals vom Maß her da so in der Mitte zwischen Mundwinkel und Gesichtsrand ist. So viel zum Thema Gesetzmäßigkeiten, was also bei den meisten Menschen ähnlich ist. Ja, und wenn er jetzt dann zu schattieren anfängt, dann könnt ihr entweder mit dem HB zunächst einmal die Dunkelheiten schattieren, so wie ihr das gewöhnt seid. Also ich schattiere mir so ein bisschen seitlich. Es ist auch unerheblich, womit ihr anfangt. Ich persönlich fange immer gern mit den Augen an, weil ich das mag, wenn jemand mich anschaut. Was ich vielleicht noch erwähnen muss, das sind die Augenbrauen. Interessanterweise ist es tatsächlich so, dass die Form der Augenbrauen ein ganz, ganz wesentliches Merkmal ist. Wenn man das ein bisschen falsch macht, dann wird oft das ganze Gesicht unkenntlich.
Also da ganz arg aufpassen, dass ihr die Augenbrauen so macht, wie die Person die tatsächlich hat. Und bitte auch bei den Augenbrauen aufpassen, dass ihr diese Haare, so wie die laufen, dass ihr versucht, das nachzuahmen. Also nicht jetzt einfach, das sieht man ganz oft, ne, einfach die so raufzubürsten, so schauen die in echt nicht aus, sondern dass er halt versucht, die Form der Augenbrauen, auch die einzelnen Haare, einzuzeichnen. Und auch ruhig zwischen den Haaren Lücken lassen, da wo die Haut noch ein bisschen durchschaut. Dann auch bei den Haaren später, wenn ihr die schattiert, immer ganz wichtig aufpassen, dass die dem natürlichen Verlauf folgen, so wie das bei der Person ist. Also jetzt nicht einfach die Haare irgendwie so schräg runter machen oder schräg drüber. Das ist, was das Bild sofort falsch aussehen lässt. Sondern immer schauen, okay, wie laufen die Haare, wie sind die gewachsen. Und dann auch unregelmäßig schattieren. Also mal heller, mal dunkler, dass man so das Gefühl hat, da liegen mehr Haare übereinander. Und immer versuchen, das genau vom Wuchs her nachzuahmen, wie die bei der Person sind. Diese Linie hier, die solltet ihr unbedingt gerade beim Haarezeichnen zurücknehmen, weil tatsächlich die Haare ja so ungleichmäßig über diese Kontur rausgehen. Die dürfen da ruhig ab und zu so ein bisschen rausstehen und die soll man dann hinterher gar nicht mehr sehen. Auch diese Linie, bevor er das schattiert, würde ich die zurücknehmen, dass die nur noch ganz schwach sichtbar ist, weil auch die eigentlich erst durchs Schattieren entstehen soll. Und dann müsst ihr das Gesicht im Endeffekt so schattieren, wie ihr das bei der Zwiebel gelernt habt, wie ihr das bei allen runden Gegenständen gelernt habt. Ihr habt immer eine beleuchtete Seite und eine Schattenseite und je nachdem müsst ihr halt das dann stärker oder weniger stark schattieren. Beim Gesicht ist auch geschickt, wenn ihr von der Linienführung her so ein bisschen wieder dieser Rundung folgt. Ne? Also wenn er jetzt nicht alles gerade oder so quer rüber schattiert, sondern wenn er immer versucht, so als würdet ihr an dem Gesicht mit der Hand entlang streifen, wenn er immer versucht, dem Fluss zu folgen. So, das ist jetzt mein Ergebnis. Ich halte jetzt mal das da so dagegen. Und ihr seht natürlich, ich lege Wert darauf, dass das jetzt nicht unbedingt ein Foto wird. Also ich möchte schon, dass man sieht, dass das Ganze eine Zeichnung ist, die aus Strichen besteht. Das ist natürlich jedem selber überlassen, wie er das macht. Ich möchte euch nur auf ein paar Sachen nochmal aufmerksam machen, die ich euch am Anfang ja erklärt habe. Ne? Bei den Augen habe ich darauf geachtet, dass es oben ein bisschen dunkler ist, dass eben auf der linken Seite das Auge ein bisschen heller ist. Die Oberlippe ist erkennbar dunkler als die Unterlippe. Ne? Da trifft so das Licht auf, sieht man da beim Foto auch ganz schön. Dann habe ich die Nase dadurch entstehen lassen, dass ich eben daneben diesen dunklen Schatten schattiert habe, ne? Genauso wie auf dem Foto, und das nicht durch eine scharfe Kante begrenzt habe. Was man auch machen kann, was ein Gesicht da immer sehr natürlich macht, das ist, wenn ihr so kleine Unebenheiten, wie jetzt diese Muttermale vom Stefan, wenn er das mit einzeichnet, aber auch aufpassen, dass er das nicht übertreibt. Bei den Haaren nochmal, die dürfen ruhig über diese Kontur so rausgehen, gerade jetzt da, wo man diese kleinen Locken auch so sieht, kann das ruhig über die Kontur so rausgehen. Und ihr könnt auch da, wo der Schädel ist, könnt ihr insgesamt das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen dunkler machen, dass das noch mehr so diese Konsistenz kriegt und dass man das Gefühl hat, dass die Haare eben so
dass da die Luft so durchscheint durch die Haare. Ja, ich bin soweit zufrieden mit meinem Ergebnis. Ich hoffe, ich habe euch Tipps und Tricks gezeigt, die euch jetzt dann weiterhelfen beim Gesichterzeichnen und freue mich schon auf die nächste Lektion mit euch. Bis bald!